Bundeskanzler will Frühverrentung stoppen. Wird jetzt das Grab für die vorgezogene Altersrente geschaufelt? Was hat Scholz sich da schon wieder überlegt? Eine Antwort gibt es in diesem Video. Bundeskanzler Scholz will weniger Frührentner. Er fordert die Abwicklung der vorgezogenen Altersrente, weil überall Arbeitskräfte fehlen. Dabei vergisst er aber, wer mit 16 Jahren auf dem Bau angefangen hat, muss anders behandelt werden als jemand, der bis 30 oder länger studiert hat. Gleich mehr dazu. Ich bin Jutta, Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Bundeskanzler Scholz hat ja angedeutet, dass er ja ein Riesenproblem mit der Frühverrentungswelle hat. Die Union mutmaßt jetzt, dass die SPD die Rente mit 63 abschaffen will. Scholz will mehr Menschen bis zur Regelaltersgrenze arbeiten lassen. Kurzer Rückblick. Zum 1.7.2014 hatte Andreas Nahles, damalige Bundesministerin für Arbeit und Soziales, das Renteneintrittsalter der Altersrente für besonders langjährig Versicherte für die Geburtsjahrgänge vor 1953 von dem 65. auf das 63. Lebensjahr heruntergesetzt. Aktuell ist Andrea Nahles Vorstandsvorsitzende der Agentur für Arbeit und kommt nun mit ihrem damaligen Beschluss in Konflikt. Alle vor 1953 Geborenen konnten ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen. Bei 45 Jahren Wartezeit und ab dem Geburtsjahrgang 1953 bis zum Geburtsjahrgang 31.12.1963 steigt das Renteneintrittsalter für diese Rente um jeweils 2 Kalendermonate. Die Rente für langjährig Versicherte kann man mit 63 Jahren beantragen, geht aber dann mit Abschlägen in Rente. Viele scheiden aus dem Arbeitsmarkt aus, bevor sie das Rentenalter von 67 Jahren erreicht haben. Nach dem Willen des Kanzlers soll sich das ändern. Der Anteil derer, die länger arbeiten können, solle gesteigert werden. Man will das Arbeiten und auch die Bezahlung attraktiver machen. Scholz will erreichen, dass mehr Menschen erst mit 67 in die Rente gehen. Konkrete Vorschläge dafür gibt es natürlich nicht. Lediglich Arbeitsminister Hubertus Heil fordert die Firmen auf, auch Menschen über 60 einzustellen. Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters lehnt er ab. Und auch Hubertus Heil verkündete offiziell, dass die vorgezogene Altersrente bleibt. Dass Leute im Alter von 64 oder früher nicht mehr können, weil sie ausgelaugt und körperlich am Ende sind, bedenken die Politiker nicht. Ja, sie wissen ja überhaupt nicht, was eine körperliche Arbeit bedeutet, wie zum Beispiel in den Berufen Maler und Lackierer, Maurer, Pflegeberufe, Schreiner und Tischler, Straßenwärter, Tiefbauarbeiter, Trockenbaumonteure, Fliesenleger, Dachdecker und weitere, die zu den schwersten Berufen gehören. Meiner Meinung nach müsste jeder Politiker im Bundestag erstens eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und zweitens ein praktisches Jahr mit körperlicher Arbeit nachweisen. Was es bedeutet, mit seinen eigenen Händen zu arbeiten, weiß doch kaum noch einer von denen. Das grundlegende Problem ist ja, dass Politiker immer nur von Wahl bis Wahl denken. Nach der Prognose von Olaf Scholz gehen viel zu viele vorzeitig in Rente. Das Ziel derer, die Zahl derer, die vorzeitig in Rente gehen, will Olaf Scholz unbedingt verringern, um den Fachkräftemangel abzubauen. Seiner Meinung nach wird auch die Erleichterung, Einwanderung dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Das sehe ich allerdings ganz anders. Es gibt so viele Menschen, die komplett alimentiert werden und noch nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben.
Lange kann und wird das nicht mehr so funktionieren. Es ist unverschämt und unfassbar. Wann fordert man endlich diese Menschen auf, ihren Teil für die Gesellschaft beizutragen? Das Problem des Fachkräftemangels könnte dadurch größtenteils gelöst werden. Zu viele junge Menschen sind in der sozialen Hängematte, weil es ja auf der einen Seite bequem ist, aber oft auch der Anreiz zum Arbeiten fehlt. Die Alten, die ein arbeitsreiches Leben hinter sich gebracht haben, sollen ihren Ruhestand nach 35, 40 oder 45 Arbeitsjahren genießen können. Und nun die Antwort auf die eingangs gestellte Frage. Also weder die vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte noch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte werden demnächst abgeschafft. Es gibt kein Gesetzgebungsverfahren dazu. Und auch Hubertus Heil verkündete offiziell, dass die vorgezogene Altersrente bleibt. Lasst euch also nicht verrückt machen. Habt ihr euch schon über die steigenden Krankenkassenbeiträge informiert? Noch nicht? Dann schaut gleich mal rein. Fragen und Anregungen schreibt bitte unten in die Kommentare und sichert euch auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner oder die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung. Die Links findet ihr ebenfalls unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.